Bayerische Sensorik ist weltweit im Einsatz. Für die überwiegend mittelstandsgeprägte Branche ist der Zugang zu innovativen Chip-Lösungen insofern essentieller Wettbewerbsvorteil, trägt aber auch zu deren Resilienz bei. Als Bayerisches Cluster Sensorik kooperieren wir deswegen eng mit dem Bavarian Chip Design Center, zum Beispiel in den Bereichen Chip Design for Smart Sensing, aber auch Fachkräfte. Die Fachtagung ist für mich ein fester Bestandteil im Jahreskalender. Hier habe ich die Möglichkeit, mich mit Experten aus der Wirtschaft und Wissenschaft über aktuellste Entwicklungen im Halbleiterökosystem auszutauschen. Die Fachtagung ist für uns ein Mittel, mit unseren Kooperationspartnern, insbesondere mit der Industrie, zu kommunizieren. Wir haben im BCDC natürlich unseren Industriebeirat, den wir sehr eng informieren über unsere Dinge und auch Feedback holen. Aber natürlich wollen wir hier eine größere Community erreichen, in ganz Bayern und idealerweise darüber hinaus. Und wir müssen uns das Feedback holen, was braucht die Industrie, müssen zuhören, was wir für die Industrie tun können. Also wir als AMS Osram unterstützen Kleinunternehmen, Universitäten, mittelgroße Unternehmen in allen Phasen der Chip-Entwicklung. Und dann haben wir für die Fertigung ein ganzes Partnernetzwerk aufgebaut. Hier in Deutschland mit Fraunhofer, dann haben wir CIMEP in Frankreich. Die kooperieren wieder mit MOSIS in den USA und Topan in Japan. Das heißt, da kann man dann sehr günstig erste Muster fertigen, so in der Stückzahl vielleicht 10 bis zu ein paar hundert oder auch Kleinserien dann über diese Partnerorganisation durchführen. Hinter der Microtech Academy steht ein großes Kooperationsnetzwerk bundesweit. Was wir versuchen, was auch der Schlüssel für den Erfolg unserer ganzen Aktivitäten ist, ist, dass wir die Sichtbarkeit der Branche, aber auch der einzelnen Berufe und Studienmöglichkeiten sichtbar machen, weil es gibt gar kein Bewusstsein in der Gesellschaft, dass es die Mikroelektronikbranche gibt und noch weniger, dass es auch Berufe gibt, mit denen man die Zukunft gestalten kann. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Also wenn wir gerade von kleinen Firmen sprechen, KMUs, da gibt es vielleicht zum einen die Entwickler, die Funktionsblöcke entwickeln. Die können ihre Value Chain erweitern, indem sie Hardware in Chiplet-Form daraus machen und damit den Value Chain erweitern. Wenn wir jetzt an andere KMUs denken, die vielleicht Systeme herstellen, die können einige Grundfunktionalitäten als Chiplets vom freien Markt beziehen und sich dann differenzieren, indem andere Chiplets, die kundenspezifisch sind, dazu addieren. Das BCDC, das kann natürlich dazu beitragen, dass man zum einen die Forschung, die Entwicklung, Fraunhofer zum Beispiel, zusammenbringt mit den Firmen und damit die Umsetzung von neuen Ideen massiv beschleunigt.